Und zugeschaltet ist jetzt Kerstin Plewe, Expertin für US-Politik. Willkommen hier bei Welt. Schön, dass ich dabei sein kann. Hallo nach Berlin. Ja, Sie sind mit dabei am Tag der Entscheidung. Und vor 8 Jahren, da haben Sie ja für Hillary Clinton gekämpft. Was hören Sie von Ihren Kontakten zu den Demokraten? Wie zuversichtlich ist man dort, auch wenn die Kameras aus sind? Also ich bin ja hier in Florida und hier denke ich mal, ist es eher rot als blau. Aber die Demokraten, das muss man sagen, sowohl in Florida als auch in allen Bundesstaaten, wo die Kontakte bestehen und wo wir mit Kollegen sprechen, hören wir, dass sie bis zur letzten Sekunde telefonieren. Diese Get out the vote, diese letzte Mobilisierung auf den Metern, das machen ja nicht nur hier die Kandidaten, wie wir es gerade gesehen haben, sowohl Trump als auch Harris, sondern natürlich Hunderttausende von Freiwilligen, die telefonieren, an den Straßenecken stehen, Schilder winken und die Leute zum Wahllokal bringen wollen. Denn es gibt eben gerade in den Swing States wie Pennsylvania eben noch viele Unentschlossene, 3 Millionen allein in Pennsylvania. Und da können ein paar tausend Stimmen, vielleicht sogar ein paar hundert Stimmen tatsächlich eine Entscheidung bringen. Ja, lassen Sie uns noch mal sprechen über Pennsylvania. In 4 von 7 Swing States lag ja Harris zuletzt vorn. Ausgerechnet in Pennsylvania dagegen hat Trump sie jetzt wieder ganz leicht überholt. Ist das Rennen einfach so knapp, dass es darauf ankommt, wen die Umfragenden gerade treffen? Oder gibt es noch andere Gründe? Ja, das ist tatsächlich so. Also ich habe hier zum Beispiel andere Zahlen über Pennsylvania. Das ändert sich auch von Minute zu Minute. Wir haben hier gehört, dass maßgeblich ältere Frauen in Pennsylvania Harris nach vorne pushen. Also da scheint Bewegung drin zu sein. Ich glaube auch in Pennsylvania, aber auch in anderen Swing States, es ist extrem knapp. Und es gibt viele Gruppen, die in den Umfragen eben immer noch nicht, trotz des Umfragedesasters, vor Jahren bei den letzten Wahlen, die immer noch nicht gut erfasst werden. Zum Beispiel die 8 Millionen neue Wähler, die Jungwähler, die Gen Z, die maßgeblich auf TikTok unterwegs sind und auch hier bis zur letzten Minute aus ihrer eigenen Wahrnehmung höchst authentisch mobilisieren, ihre Freunde zur Wahl anstacheln und eben sich tatsächlich noch bewegen. Und die fallen oftmals durch die klassischen Raster der Wahlbefragung durch. Ich hatte eben Wolfgang Ischinger im Interview, das ist ja der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und der meint oder er vermutet, Frauen könnten dieses Mal den entscheidenden Unterschied machen, weil unter anderem die Farmersfrau in Iowa nun nicht mehr wählt wie ihr Farmergatter. Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist tatsächlich so, das Gender Gap, was wir auch bei Hillary Clinton erlebt haben, hat sich zwar verändert, aber eher noch mal vertieft. Kamala Harris hat ja in ihrem Wahlkampf gar nicht mehr das Thema Frau so groß thematisiert, aber das Thema Freiheit, auch Freiheit beim Thema über den eigenen Körper, dass hier der Staat nicht über den Körper der Frau bestimmen kann. Und das macht für viele Frauen einen Unterschied, auch wenn sie traditionell möglicherweise, weil sie konservativ sind, vielleicht auch christlich geprägt, republikanisch wählen, sagen die, nein, an der Stelle wähle ich für Kamala Harris. Und dieser Riss zieht sich nicht erst jetzt seit Kamala Harris, ehrlicherweise schon seit Barack Obama durch die amerikanische Gesellschaft, aber er ist tiefer geworden. Und es sieht tatsächlich so aus in einigen Bundesstaaten, als ob gerade Frauen nicht nur auf das Thema Abtreibung und Frauenrechte, sondern auch auf das extrem dominante, extrem aggressiven Ton von Donald Trump negativ reagieren und hier sozusagen dieses Verbindliche, dass wir schlagen ein neues Kapitel auf in der US-Geschichte. Wir wollen wieder als ein Volk agieren, was ja die Grundwohlfühlgeschichte von Kamala Harris ist. Darauf scheinen Frauen tendenziell besser zu reagieren und auch konsequent zu sein und eben zur Wahl zu gehen. Es rüsten sich ja jetzt die Sicherheitsbehörden für den Fall, dass es Unruhen geben könnte. Die werden vor allem befürchtet, wenn Trump knapp verliert, dass dann die Anhänger eben sehr wütend werden. Aber wenn jetzt Trump gewinnen sollte, knapp oder klar, befürchten Sie dann auch Ausschreitungen von Anhängern der Demokraten? Nein, das tue ich nicht. Ich glaube aber, es ist insgesamt die Lage in den USA extrem emotional auf beiden Seiten. Und insofern haben beide Führungspersönlichkeiten, sowohl Harris als auch Trump, eine große Verantwortung ihren Wählern gegenüber. Und das ist in erster Linie eine demokratische Verantwortung, nach der Wahl tatsächlich zu sagen, hier wurde eine demokratische Entscheidung getroffen, die gilt es selbstverständlich zu akzeptieren.
und nach vorne zu gucken, weil das ist nun mal der Wille des Volkes. Donald Trump aber wiederum, so wie wir es ja auch bei ihm schon kennen, baut jetzt schon vor und sagt, dass möglicherweise auch diese Wahl wieder gestohlen wird. Und dieses Märchen, was ja nie irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten unterfüttert bekommen hat, hält sich hartnäckig. 83% der Republikaner glauben tatsächlich auch heute noch, dass die letzte Wahl gestohlen wurde, obwohl bekannt ist, dass es ein Märchen ist aus einer republikanischen Taktikerschublade. Und das ist bitter für die Demokratie, aber auch natürlich für den Willen von Millionen von Wählern, weil das kann ja nicht sein, dass die Menschen zur Wahl gehen, sich stundenlang in Schlangen stellen, damit dann nur einer sagt, egal welcher von beiden, ich akzeptiere das nicht. Das ist nicht Demokratie, wie Amerika sie über Jahrzehnte als ein Leuchtturmvorbild in der Welt vertreten hat. Sagte Kerstin Plewe. Vielen Dank für das Gespräch hier bei Welt. Sehr gerne.